Hallo, hier ist Alexei. Ja, grüßt euch. Na, wie geht's dir? Ah, Mogi, altes Haus, ne? Jetzt kommt in der Mongolei. Tschüss, Mogi. Ciao. Komm. Ciao. Sainu, Meniner Alexei. Hi, ich bin Alexei und ich befinde mich im Flughafen von Ulaanbaatar. Mit mir ist ein weiterer Weltenbummler, Peter, mit dem ich letztes Jahr die Mongolei bereist habe. Und es hat mir so toll gefallen und siehe da, ich kann von diesem Land nicht genug bekommen. Peter. Ja, Sayu Miner Peter, meine Aussprache ist wahrscheinlich nicht besser geworden seit dem letzten Jahr und freue mich auch, wieder in der Mongolei zu sein. Letztes Jahr war das eine tolle Erfahrung und ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder eine tolle Erfahrung. Es gibt ein paar Erwartungshaltungen, durch die Natur wieder mal zu sich selbst finden und insbesondere auch mal den Alltag hinter sich zu lassen, der ja auch hektisch ist in Deutschland. Und ich glaube, die Mongolei hat hier die tollen Voraussetzungen, um wieder mal richtig zu entspannen. Okay. Der dritte Gefährte des Dream Teams, Mogi, Captain Mogi, wartet jetzt in der Ankunftshalle. Und diesmal wartet er nicht allein. Er hat einen zweiten Fahrer eingestellt, der Agi heißt. Mogi und Agi. So, und wir werden also dieses Mal den westlichen Teil des Landes erkunden. Und heute geht es schon los, das heißt, wir fahren gleich Richtung Westen. Und dann sage ich mal, lass uns Mogi und Agi nicht mehr warten. Das wird spannend. Okay, dann gehen wir. Mogi. Freut mich, wieder zu sehen. Das, ja. Altes Haus! 365 Tage. Ja, genau. Wie geht's, Mogi? Super gut. Also. Bei euch? Ja, gut. Auch gut. Bisschen müde? Ja, ein bisschen müde. Gestern nicht geschlafen. Also. Sonst bei mir ganz gut. Der andere Freund von mir, der wartet im Auto. Ja. Mogi, du hast ja das letzte Mal Fingerschnipsen gelernt. Fingerschnips. Ja. Kannst du bitte jetzt einmal tun? Ja, wir sind jetzt am Stadtrand von Ulaanbaatar und stehen am ersten Ovo. Und ich darf euch auch den neuen Mitglied unseres Dream Teams vorstellen, Agi. Hi, Hallo, Agi. schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Mongolei. Ich bin Agi, Ja. Agi, wieso sprichst du so gut Deutsch? weil ich in Deutschland war und ja, davor habe ich auch hier in der Mongolei auch Deutsch gelernt. Oh, sehr gut. Und wo in Deutschland warst du? Ich war in Düsseldorf, da habe ich schon 9 Jahre gewesen. Okay, gut. Okay, der alte Kamerad Mogi. Alter Schwede. Mogi, bitte sag, was ist unser heutiges Etappenziel? So, heute werden wir nach Richtung Westen, etwa von hier 280 Kilometer, die sogenannte mongolische große Sanddüne Mongolis heißt das. Okay. Das ist ein Teil von Gobi, da ganz nördlich geblieben ist. Ja. Da werden wir hin und mal sehen, ob wir da ein Juftencamp finden oder in einer Nomadenfamilie. Also ich finde, ein Juftencamp ist besser heute. Ja. Heute ist unser Wetter ein bisschen kühler, Ja, deswegen brauchen wir eine gute Jufte, denke ich schon. ja, gut. Bin ich dabei? Peter, Ich bin dabei. Es ist echt wirklich richtig kalt, muss ich sagen. Und vielleicht sollte man ja um den Ovo laufen, dreimal, um sich aufzuheizen. dann lass uns machen. Ne? Ja, lass uns machen. Ihr wisst schon, ja, was wir machen sollen. Ja. So, dreimal die Steine.
Und wünschen wir ein schönes für unsere Reise. Ja, jede Runde einer, ja, normalerweise. Here we go again. Es ist schön, wieder hier auf Achse zu sein. Seit unserer letzten Reise ist genau ein Jahr vergangen, aber es fühlt sich an, als ob es erst vor ein paar Wochen war. Genghis Khan, der große mongolische Welteroberer, soll Folgendes gesagt haben: Eine der Freuden des Reisens ist es, neue Städte zu besuchen und neue Leute zu treffen. Schön, dem kann man ja nur zustimmen. Aber Moment, hat er das wirklich so gesagt? War es nicht eher sowas wie: Eine der Freuden des Reisens ist es, neue Städte niederzubrennen und neue Leute zu häuten? Jedenfalls, ich möchte mir und euch die humane Version dieses Spruches ans Herz legen. Ich denke, dass wir alle vier uns auf das Neue freuen, denn auch für Mugi und Agi gibt es mehrere Punkte auf der Route, die sie zum ersten Mal besuchen werden. Uns stehen mehrere Seen, Berglandschaften und viele Wanderungen bevor. Aber als allererstes freue ich mich schon auf das Mittagessen. Ja, wunderbar. Wir bedanken uns fürs Erste. So, das dauert noch ein bisschen zu danken. Bist du diese Dumpling essen? Dumpling? Ja. Boots, ja? Du meinst Suppe oder? Nicht Suppe, sondern gedampftes. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Peter, weiß nicht, was willst du essen? Dumpling? Dumpling? Er will Dumpling essen. Ja, was gibt's denn noch? Es gibt noch mit Reis und andere Dinge, also Kartoffeln, so gemischt. Und so. Dumplings. Ja. Hier riecht es aber so gut nach Grillfleisch. Jo, in den Grillfleisch. Brot, so. Okay. Das ist geil. Die Toilette war schon wieder ein erstes Erlebnis. Wirklich ein Plumpsklo. Hier geht es ungefähr 3 Meter oder 4 Meter tief. Du musst aufpassen, dass du nicht selbst reinfällst. Okay, hier ist für all die außer Peter, für die ein Plumpsklo heute ein Highlight ist. Okay, Bus. Bus sind mongolische gedämpfte Teigtaschen, die normalerweise bzw. traditionell zum mongolischen Neujahrsfest gegessen werden. Und so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich Bus esse, nämlich festlich. Das mongolische Bio-Lammhackfleisch mit Zwiebeln gemischt, umhüllt mit Teig und gedämpft, bis es saftig wird. Da läuft mir jetzt bei der Vorstellung wieder das Wasser im Munde zusammen. Bus hat wie viele andere große Erfindungen der Menschheit seinen Ursprung in China. Baozi ist das Wort für gedämpfte Teigtaschen. Natürlich gibt es auch analoge Gerichte in anderen Küchen. Beispielsweise sind diese Teigtaschen in meiner Heimat Kasachstan als Manti bekannt. Klar, es ist eine meiner Lieblingsspeisen.
Bloß irgendwelche 280 Kilometer westlich von Ulaanbaatar taucht plötzlich dieses sandige Gebiet auf, welches man eigentlich südlich in der Gobi erwarten würde. Das sind die Elsen-Tasarhai-Dünen, auch als Mongol Els bekannt. Elsen-Tasarhai bedeutet ein abgetrenntes, isoliertes Stück Sand. Und wirklich, als ob man der Gobi ein Stück abgetrennt, in die Luft gehoben und nördlich abgeworfen hat. Diese Gegend bietet sich also für den an, der einen Eindruck von der Gobi bekommen will, ohne mehrere hundert Kilometer in den Süden fahren zu wollen. So, wir sind jetzt so eine sogenannte Opa-Cluster. Also anders sagen die Einheimischen Alt- und Jung-Cluster. Ja? Und die Geschichte, da hinten gibt es die Ruine, alte Kloster. Hier ist das neue gebaut. Die Geschichte ist, dass ungefähr so 15. Jahrhundert eine Mönche aus Tibet hier gekommen und hat eigene Kloster gebaut. Und die Mönche ist aber die Richtung von rothutig. Also, ja. Es gibt buddhistisch Rot und Gelb. Ja. Aber bei uns Mongolen sind damals auch Rot und Gelb. Beiden hatten wir gehabt. Also beide Arten entwickelt im 15. Jahrhundert. Kurz zur Erläuterung. Mogi weist hier auf unterschiedlichen Sekten des tibetischen Buddhismus hin, die in China und im Westen der Vereinfachung halber nach der Farbe der Kopfbedeckung deren Mönche differenziert werden. Da gibt es zunächst die Rotmützen, die sich in Nyingma, Sakya und Kagyu aufteilen. Und dann gibt es die Gelbmützen oder die Gelug, zu welchen übrigens auch der Dalai Lama gehört. Der Vollständigkeit halber sollten hier auch die Schwarzmützen erwähnt werden, die im Grunde eine Untergliederung einer Rotmützensekte darstellen. Und der Mönch ist dann weg und dann später wird unser zweiter Bogd heißt es unser Oberhaupt, von religiöser Oberhaupt, ja, buddhistische Oberhaupt. Für zweite Bogd hat es damals hier gelebt. Also es gibt noch eine andere Geschichte. Zum Beispiel 16. Jahrhundert West- und Ostmongolen. Die haben dann so immer Krieg gehabt, ja. Und damals der Westen, der Fürst heißt es Galtang, der wollte Sanbaza, das ist der erste Bogd, der wollte ihn fangen und töten und so, ja. Da Mogi hier den Namen Zanabazar erwähnt hat, ist ein kurzer historischer Exkurs notwendig. Wenn es um den Einfluss Einzelner auf die mongolische Geschichte geht, dann wird Zanabazar vielleicht nur noch von Genghis Khan übertroffen. Zanabazar gehörte übrigens zu einem mongolischen Adelsgeschlecht, das seine Herkunft auf Genghis Khan zurückführte. Zanabazar war überdurchschnittlich intelligent und sprachbegabt, so dass er schon im zarten Kindesalter als Gegen oder Erleuchteter bezeichnet wurde. Als Jugendlicher absolvierte Zanabazar ein Praktikum bei den Gelbmützen in Tibet.
Später in seiner politischen und spirituellen Rolle des Bogts oder religiösen Oberhaupts trug er viel zur Verbreitung des Buddhismus der Gelbmützenschule in der Mongolei bei. Zanabazar war ein Multitalent. Er war ein Bildhauer, Maler, Architekt, Dichter, Kostümbildner, Gelehrter und Linguist, dem die Kulturrenaissance der Mongolei des 17. Jahrhunderts zugeschrieben wird. Als Michelangelo des Ostens ist Zanabazar für seine buddhistischen Bronzefiguren bekannt, zum Beispiel für die Figur der weißen Tara. Außerdem erfand er die sogenannte Soyombo-Schrift. Sie war für den täglichen Gebrauch zu kompliziert, aber deren erster Buchstabe ziert heute die mongolische Nationalflagge. Okay, zurück zu Mogis Story. Der westmongolische Fürst Galdan wollte also Zanabazar an den Kragen. Galtan, der wollte diese Zanabazar, ja, der wollte ihn fangen und töten und so, ja, weil die haben einander Streik gemacht. Und dann hat er hier überall gesucht, ja, Zanabazar gesucht. Aber zum Glück Zanabazar diesen Zeitpunkt nach Süden gewandert, ja. Und hier gibt es damals über 30 Mönche geblieben. Und die Mönche, die haben Angst, ja, die haben deswegen alle Kloster schon zugedeckt auf dem Feld und sowas. Und die Soldaten von Westen, Galtanboschicht, also Soldaten von Westen, die haben hier überall gesucht, aber haben es nicht gefunden. Und dann, die wollen weg, also, ja. Die wollen wandern nach Süden, also die ganze Gruppe. Und dann hier ein alter Oma, also der hat gesagt, oh, die Soldaten sind schon weg. Also wir müssen jetzt diese schmutzige, diese blöde Deckel wieder also rausnehmen und abnehmen. Und, ja. Und dann ganz hinten diese Sanddüne, diese Soldaten, der hintere Typ hat es einmal hintergeguckt. Hat es bemerkt? Ja genau, hat es bemerkt. Also. Das war nicht so gut. Leider, also, ja. Weil diese Dächer von diesem Kloster hat es damals sehr gelb und sehr strahlend gewesen. Und dann ganze Soldaten von Galtan hier gekommen und dann alle diese Mönche, also hier über 30 Mönche waren hier, haben alles geschlachtet. Bedauerliche Geschichte. Ich dachte immer, der Buddhismus sei so friedvoll. Genau. So was Geschichte gibt es von diesem Gebiet. Also. Nun denn, wir schauen uns den jungen Teil des Oberklosters an und wandern danach zum alten hin. Die erste Jute seit ungefähr 365 Tagen.
Diesen Zeitpunkt habe ich zugearbeitet. Zugearbeitet. Ich auch. Nicht ein bisschen muffig, aber ist cool. So, Jungs. Resümee des Tages. Wie war es für dich, Mogi? Ja, war super angenehm. Also, wir haben ohne Probleme über 300 Kilometer gefahren. Für mich war ganz schön. War ein bisschen müde, gestern ein bisschen wenig geschlafen, aber morgen ist es besser, denke ich. Don Pedro? Ja, für mich war das ein freudiges Wiedersehen, total gut. Wir machen dort weiter, wo wir angefangen haben. Total schön. Der Tag hat kühl angefangen, temperaturmäßig, hört kühl auf, aber das waren tolle sonnigen Momente. Insbesondere hier auf unserem Klosterweg. Hat mir gut gefallen. Soll weiter so gehen. Gut. Agi, deine Meinung? So, bei mir ist es alles ziemlich ganz toll gelaufen. Okay, heute tagsüber ist es meistens bestimmt aus der Erfahrung. Nachmittag war eine Klosterbesichtigung und ein bisschen Zwischenwanderung und ja, mehr kann man nicht so erwarten. Und okay, dann muss ich auch sagen, dass hier auch das Wetter ziemlich sehr gut gebucht ist. Ja, wunderbar. Ja, ist alles gut geklappt. Also ich fand den Tag auch ganz angenehm, aber er kam mir irgendwie zu kurz. Ja. Ah ja, Mogi, du wolltest uns noch was erzählen, glaube ich. Ja, so. Soll ich einen Witz stellen? Ja, erzähl bitte einen Witz. Okay, ja. Jetzt. Es geht um einen Läufer. Also Läufer heißt das mongolisches, nicht nur Schachfiguren. Also Mongolen nennen das Batarching. Batarching ist das eine Mönche oder ein Lama, die immer frei laufen und so. Ja. Und besuchen der andere Familie und etwas zum Essen kriegen und dafür lesen ein bisschen Gebetsbücher. Ja. Es geht um so eine Batarching, also Läufer. Also ich weiß nicht, mongolisches Batarching. Also ich kann nur Läufer übersetzen, okay. Ja. Darum geht es. Es gibt einen sehr hungrigen Batarching, also Läufer. Und der ist sehr hungrig, und hat es keine Familie, keine irgendwelche in der Nähe, keine Familie, Nomadenfamilie gefunden. Sehr hungrig. Und einmal hat er in der Wüste Gobi eine Familie gefunden. Er war sehr hungrig und die Familie hat nur eine Frau da, also eine sehr junge Frau, hübsche. Und der Batarching ist reingekommen und er hat es gebeten, ich bin sehr hungrig, kannst du mir ein bisschen Essen geben? Also, sonst bin ich tot und so, ja. Und die Frau hat so große Augen geguckt und dann hat sie gesagt, hey, alle Männer sind gleich. Also erst einmal, die sagen, gib uns ein bisschen Essen und dann ihr sagt schlafen und ihr wollt mit mir schlafen. Das sagen alle Männer so und sagt sie ja. Und Batarching hat es gesagt, nee, mache ich nicht, also ich mache nie, also ich bin ein Mönch, ich bin ein Lama, mache ich gar nichts und so, ja. Und die Frau hat ihm etwas Essen gegeben, ein bisschen Milchtee und so. Und Batarching hat es gegessen und ich bin, also jetzt sagt er so, zum Glück habe ich was Essen schon bekommen, ja, ich bin jetzt kein Hunger. Und dann hat er gesagt, hast du gerade zum Schlafen und so irgendwas gesagt? Verstanden, ja? Und in der nächsten Folge